Es geht gleich los, ich halte sie nicht lang auf. Wir haben eine Videoreihe erstellt, Insole Designer Tutorials. Der erste Teil hier, Korrigieren der Fersenschalen, werden wir öffentlich hochladen. Alle anderen Teile werden vollumfänglich für Sie zugänglich sein, wenn Sie einen Software-Wartungsvertrag haben. In den Videos bringen wir einfach das Arbeiten mit der Software näher. Wir erklären die Module, zeigen die einfachsten und schnellsten Wege, von der Messung zur gefrästen oder auch gedruckten Einlage zu kommen. Die Videos sind immer gleich aufgebaut. Wir haben hier unten den Fortschrittsbalken, der gleichzeitig als Inhaltsangabe dient. Kommentiert wird auf Deutsch. Es gibt einen englischen Untertitel, der wird aktiviert, indem man hier über die Einstellungen den Untertitel wählt und dann die gewünschte Sprache auswählt. Viel Spaß beim ersten Teil. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil des Insole Designer Tutorials. Mein Name ist Dominik Walter und wir werden gemeinsam in hoffentlich vielen Episoden durch die Funktionen des Insole Designers gehen, werden uns gemeinsam die Korrekturmodule anschauen und Einlagen korrigieren. Ich werde versuchen, die Videos immer recht kurz zu halten, mit nur wenigen Themen, die pro Video behandelt werden. Und wenn Sie Ideen haben, was wir dann nochmal genau anschauen sollten zusammen, dann können Sie jederzeit eine E-Mail schreiben oder wenn ich nicht vergessen habe, es zu aktivieren, dann einfach hier auf YouTube in den Kommentaren einen Themenvorschlag einbringen. Genauso machen wir es heute auch. Ein Kunde kam auf mich zu und hat gefragt, ob wir es uns mal gemeinsam anschauen können, wie man Fersenschalen korrigiert. Und das CAD, unser Insole Designer, der bietet da mehrere Möglichkeiten. Wir haben einfache Module, wo man mit wenigen Klicks direkt ans Ziel kommt. Man kann es aber auch ein bisschen komplizierter, aber dann auch hoch individuell machen. Wir schauen uns das gemeinsam an. Zu Beginn, schwer ist es alles nicht, eine Messung rein. Muss es einfach mal gemacht haben, exportiert aus dem PET Office oder aus dem EasyPad. EasyPad wird ja abgelöst, das heißt, wir exportieren Messdaten aus dem PET Office. Und wenn wir die dann hier im Insole Designer reinladen wollen, gehen wir hier oben links auf Open oder Öffnen und hier unten auf den Scan Pressure Pad Import. Über den Dropdown hier oben sehen wir jetzt die verschiedenen Tage, an denen Messungen an den Insole Designer geschickt worden sind. Ich gehe jetzt hier einfach mal in den letzten rein. Und hier ist genau eine Messung drin von mir selber jetzt, Walter Dominik. Wir haben die Kundendetails, welche Diagnose im PET Office ausgewählt wurde. Das ist jetzt also der Senkspreizfuß bzw. der Spreizfuß. Wir haben eine Korrekturanweisung mitgegeben. Fersenschale 5 mm erhöhen. Und wenn wir jetzt laden, starten wir auf der linken Seite. Wir laden eine Einlage. Die Brandzolenform ist hier angegeben, eine Größe 43. Wir laden eine Druckmessung aus einem Druckmesssystem, das heißt von Curex, Zebris, Medilogic, Novell, was es da alles gibt. Einen 2D-Scan und wahlweise entweder die Einlage oder einen 3D-Scan. Kommen wir später in einem späteren Video dazu. Wir fangen mit der Einlage an. Das Linienverschieben wird auch berücksichtigt, das heißt Proportionen im PET Office sind angepasst worden. Schauen wir uns alles in anderen Videos noch an. Gut, klicken wir hier mal auf links und laden die Messung rein. Kommt hier auch schon die Einlage mit den Kommentaren. Als erstes platzieren wir den 2D-Scan. So. Dann kommt die dynamische Druckmessung. Platzieren wir hier auch auf der Einlage. So. Wir können uns jetzt den 2D-Scan hier als Bild mal groß anschauen oder auch hier hinterlegt, sehen wir ihn auch. Die dynamische Druckmessung können wir hier ablaufen lassen. Man sieht immer Kraftzeit, Druckzeit, wo sind wir, was ist der höchste Druck, was ist die aktuelle Kraft, die wirkt. Die Ganglinie, also hier sind alle Informationen direkt auf der Einlage hinterlegt. Gut. Ich würde sagen, wir blenden mal alles aus, was wir jetzt gerade nicht für die reine Funktion brauchen. Das heißt, 2D-Scan klicken wir weg, die Druckmessung klicken wir weg. Und wenn wir hier oben auf dieses Auge klicken, dann können wir hier noch entscheiden, was wir denn angezeigt haben wollen.
Das hier ist die Anzeige Nummer 4, hier oben steht's. Und die sehen wir hier in der mittleren Spalte. Und jetzt nehmen wir hier mal alles raus. Die Druckmessung nehmen wir raus und die Scanmessung nehmen wir raus. Die Fersenschale korrigieren. Hier steht es nochmal, Fersenschale plus 5 mm. Also haben wir 3 Möglichkeiten. Wir gehen jetzt von der einfachsten aus. Die einfachste, schnellste Möglichkeit ist ein neues Modul, indem wir hier auf Insole klicken. Gibt es hier die Autokorrektur. Das werden noch die wenigsten von Ihnen haben. Für die, die es haben, einfach einmal draufklicken. Dann wählen wir, wie stark die Korrektur sein soll. Wenig, mittel, stark. Ja, gehen wir mal von stark Korrektur aus und klicken einfach hier auf die Fersenschale. So, jetzt hat es das automatisch umgesetzt. Schauen wir mal an. Wenn wir es jetzt rückgängig machen, sehen wir nochmal sowas vorher. Autokorrektur, stark, Ferse. Und dann haben wir schon die erste Korrektur gemeinsam gemacht. Gut, ich mache es wieder rückgängig. Gehen wir in die zweite Variante. Für alle die, die dieses automatische Korrigieren noch nicht haben, finden wir auch hier neben dem Insole-Modul gibt es dieses Korrekturfunktion mit diesem blauen Stift. Und hier verbergen sich nochmal alle vorplatzierten Korrekturelemente. In diesem Fall auch wieder, wir klicken die Fersenschale an. Jetzt kriegen wir hier diesen Dialog und wir sehen hier Punkte auf der Einlage. Ja, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte. Und hier haben wir auch 10 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann eine senkrechte Linie und noch einen 11. Wir können jetzt jeden dieser Punkte einzeln ansteuern. Ich mache es hier mal einmal vor. Sieht's, jetzt bin ich gerade hier. Na, macht so natürlich wenig Sinn. Bisschen eleganter ist, wenn wir einfach alle anheben. Hier sind wir jetzt ein bisschen individueller in der Korrektur. Das heißt, wir können jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt hier mal auf 7 mm, haben die Fersenschale also um 7 mm erhöht. Und jetzt haben wir hier noch, verbergen sich noch weitere Funktionen. Die Wirkbreite zum Beispiel. Die Wirkbreite ist jetzt hier auf 20 mm eingestellt. Das bedeutet, ausgehend von der Linie, die wir hier sehen, haben wir 20 mm breite Korrektur. Wenn wir jetzt also hochgehen, dann wird die Ferse enger gefasst. Ja, jetzt hätten wir hier 40 mm Korrektur. Wenn wir runtergehen, entsprechend weniger eng gefasst. Im Normalfall arbeiten wir so, das lassen wir hier auf 20. Der Gradient, der beschreibt dann die Steigung. Also machen wir es eher konvex oder konkav, die Korrektur. Ja, das kann man sich ein bisschen anschauen. Mein Tipp: Wirkbreite auf 20 lassen, den Gradient ein bisschen runter, dann haben wir eine schöne schalenförmige Fersenschale. Am Schluss einfach annehmen und die Fersenschale ist korrigiert. Gut, machen wir nochmal rückgängig. Und jetzt als letztes gehen wir in die ganz freien Module. Also alle Module, die wir hier sehen, können durch ein einziges ersetzt werden. Und das finden wir hier wieder unter Insole, unter den Korrekturfunktionen. Und ganz links oben die 3D-Line. So, jetzt haben wir das angewählt. Man sieht es hier am Fadenkreuz, dass es aktiv ist. Jetzt haben wir 10 Punkte, die wir hier verteilen können. Ich fange gerne außerhalb der Einlage an, einfach um einen schöneren Verlauf zu kriegen. Das kriegen wir mit der Zeit noch raus, was das bedeutet. Also, ich fange einfach mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt versuche ich, den 6. hier auf Höhe vom 4. zu setzen. 6, 7, 8, 9, 10. Nach dem 10. Punkt kommt automatisch wieder dieser Dialog. Wenn wir nur
brechen wir hier nochmal ab und nehmen mal weniger. Vielleicht brauchen wir keine 10 Punkte, sagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reichen uns völlig. Dann können wir mit Rechtsklick annehmen und haben jetzt entsprechend nur 7 Punkte. Jetzt können wir wieder die Korrektur verändern. So, Gradient ein bisschen raus. Und haben dann hier eine schöne Fersenschale. Warum ich die 2 Punkte rausgesetzt habe, außerhalb der Einlage, hat einfach den Grund, dass wir hier einen schöneren Verlauf reinkriegen. Wenn ich diesen Punkt jetzt beispielsweise nehme, man kann die Punkte auch immer nochmal anwählen und neu setzen. Und ich würde ihn zum Beispiel zu nah auf den zweiten setzen. Dann kriegen wir hier so eine Kante rein, im schlimmsten Fall. Und dass ich mir hier nicht die Finger breche, nehme ich den einfach an den Punkt und setze ihn raus. Generell gilt immer bei den freien Modulen, die Punkte etwas weiter auseinandersetzen, dann gibt es einen schönen Verlauf. Wenn wir sie zu eng setzen und dann einzelne Punkte ansteuern, dann kann es gerne mal passieren, dass es Falten gibt oder Stufen. Gut, annehmen und dann sind wir auch schon fertig. Haben wir hier eine Fersenschale. Jetzt habe ich nicht auf die Höhe geachtet. Wir sollten 5 mm machen. Machen wir nochmal. Also machen wir es vielleicht mit der Variante, die für die meisten von Ihnen zutreffen wird. Hier einfach unter den Modulen. Fersenschale anwählen. Die Punkte sind gesetzt. Wir heben es um 5 mm an. Wirkbreite 20. Gradient ein wenig runter. Jetzt sieht man hier auch, was ich vorher gemeint habe. Hier haben wir so eine kleine Falte. Wenn ich jetzt den Punkt hier nehme, ein bisschen raussetze, ist die Falte weg. So. Und annehmen, 5 mm Fersenschale hinzugefügt.